Hallo, liebe Stickliebende. Schön, dass du wieder hier bist und mit mir bist und mir heute wieder über die Schulter schauen magst. Heute möchte ich euch einen Stich zeigen, den ich als sehr wertvoll erachte. Gerade wenn ihr auch Konfetti-Stickerinnen seid, ist das wirklich ein Stich, der die ganze Sache so ein bisschen vereinfacht. Und ich hoffe, ihr empfindet diesen Stich auch, dass er Gold wert ist, weil ihr ihn jetzt auch lernen werdet. Es ist ein Stich, wenn ihr zum Beispiel auf einem Bild nur ein Kreuzchen zu sticken habt, ist dieser Stich schnell gemacht und er ist auch sicher. Außerdem fällt dann auch immer wir tun jetzt mal so, als ob das Stoff ist, dass ihr immer den Stoff von hinten anfangen müsst, also den Faden. Dazu ist es auch sehr vorteilhaft, diesen Stich zu kennen, wenn ihr nur von vorne arbeiten wollt. Das ist ein Loop Stitch with Single Thread, also ein Schlaufenstich mit einfädigen Faden. Es gibt ja den mehr bekannten Schlaufenstich, wenn man zweifädig stickt, den ich aber jetzt nicht zeige. Ich denke, da gibt es auch genügend Videos, aber vielleicht mache ich ja irgendwann mal selber einen. Aber jetzt ist es wichtig, dass ich euch den einfädigen zeige. Später mache ich dann auch noch ein Video, wo ich das dann praktisch an einem Bild ausübe, damit ihr das dann auch nochmal seht. Aber erstmal hier am Papier. Wir tun so, als ob das jetzt unser Stoff ist. Das ist kein DMC-Garn. Ich habe hier Nähgarn aufgefädelt, weil der jetzt robuster ist. Okay, also. Ihr sticht oben links in euer Bild rein. Lasst ungefähr mindestens 1 cm Faden hier oben übrig. Haltet das mit der Hand fest, damit euch der Faden nicht wegläuft, sage ich jetzt mal. So, dann sticht ihr hier unten rein, ins oben rechte Kästchen von eurem Stickquadraten. So, dann haltet das auch aus. Geht ihr noch mal ins selbe Loch rein. So. Dann habt ihr jetzt hier eine Schlaufe. Dann könnt ihr auch mit der Hand sichern, damit die euch nicht abhaut. Dann stecht ihr hier unten, jetzt halte ich es gerade mal nicht fest, weil das Blatt ist ja größer, aber wenn ihr an eurem Stickbild seid, dann bitte beides mit dem Daumen sichern. Dann geht ihr unten links von unten, so eine abhauende Nadel haben wir auch, also unten links geht ihr hier rein. So, Moment, ich halte das mal so fest. Wir tun mal so, als wenn ich jetzt am Stoff sitze. So, hier geht nichts mehr. Was ich dann selber für mich dann ausgearbeitet habe, weil ein Video, was ich mal gesehen hatte, da hat die Dame einfach nur hier durchgezogen durch die Schlaufe. Das mache ich aber nicht. Ich möchte hundertprozentig sicher sein, dass dieser Stich auch richtig gesichert wird. Deswegen gebe ich meiner Schlaufe 2 Umdrehungen, egal in welche Richtung. Also
einmal, dann könnt ihr so praktisch auch von hier hinten rein und dann noch mal so umdrehen. Ihr habt es gesehen, ja? Damit sich das richtig gut verkettet dann. So. Dann müsst ihr hier in das gleiche Loch gehen und hier neben reinstecken. Würde mich ja wundern, wenn das butterweich hier klappen würde. Jetzt verhakt sich der Faden an Eckchen und hast du nicht gesehen. So, jetzt zieht ihr auch noch mal ein bisschen nach. So, dann habt ihr hier schon mal einen Stich. Moment. Fädchen, komm mal her. Dann, ihr seid ja jetzt hier praktisch rein und habt den Faden hier hinten. So, und dann geht ihr hier unten links in euer, nee, unten rechts erzähle ich denn da, ins 4. Kästchen und jetzt geht ihr hier rein. Jetzt habt ihr ein Kreuz und wir tun mal so, als wenn wir auf dem Bild nur ein Kreuz haben. Dann geht ihr hier, sagen wir mal, 2, 3 Kästchen weiter runter und macht dann ein Pinstitch. Quasi da, wo ich jetzt hier rauskomme, ist ungefähr hier so in diesem Bereich. Also nicht ins Loch reinstechen. Circa 3 Kästchen weiter runter in einem freien Feld, wo noch nicht gestickt wurde. Hier einstechen, das ist dieser Faden. Und dann geht ihr hier rein. Das wäre dann ungefähr hier. Und dann sticht ihr noch mal hier rein. Und nun habt ihr das gesichert. Jetzt ach, Schere, da ist meine Schere. Und jetzt schneidet ihr euch einfach hier das Ende ab. Und hier das Ende ab. Und ihr habt einen Loopstitch Start gemacht, einen einfädigen, der richtig sicher ist und der auch schnell geht. Und ihr habt nicht einmal hinten im Stoff das Bild drehen müssen. So, und das Ganze zeige ich euch dann auch nochmal in praktischer Form an meinem Stickbild, damit ihr das nochmal so richtig verinnerlichen könnt. Aber ich denke, schon anhand dieser theoretischen Beschreibung, denke ich, dass da schon mal
dass das gut verstanden wurde. Okay, dann bis gleich. So, und nun kommen wir zum praktischen Teil. Ich denke, jetzt bedarf es nicht mehr vieler Worte, denn ich habe ja theoretisch schon erklärt, wie das geht. Und jetzt zeige ich euch einfach mal hier anhand des Videos, wie das läuft. Falls die Kamera jetzt hier so ein bisschen wackeln sollte, entschuldige ich mich dafür. Möglich, dass ich mit der Hand dagegen komme oder gegen den Ständer komme. Wisst ihr Bescheid, ne? Okay. Also. Hier oben einstechen. Festhalten. Oben rechts kommt er raus. In das gleiche Loch wieder rein. Eine Schlaufe lassen. Dann nehme ich das beides zur Seite, halte es fest. Gehe unten links rein. Ziehe den Faden raus. Festhalten, damit euch die Fäden nicht abhauen. Und wie ich schon gesagt habe, ich gebe dem Ganzen hier eine Umdrehung. Wenn ihr dem Ganzen keine Umdrehung gibt, dann zeige ich euch das erstmal, was dann passieren könnte. Im Vorführeffekt wird es jetzt wahrscheinlich nicht passieren, aber ich nehme an, es passiert. Ich mache jetzt einfach mal ohne eine Umdrehung, ja? Dann gehe ich hier nochmal rein. Denn wenn ich dem keine Umdrehung gebe und jetzt den Faden gleich festziehen möchte, dann haut mir das ganze Konstrukt hier meistens ab. Seht ihr? Da ist er abgehauen. Deswegen habe ich für mich dann das anders gemacht. So, jetzt gehe ich nochmal den Schritt hier schnell voran. Ein bisschen länger rauslassen. Selbes Loch rein. Unten links raus. So, und wie gesagt, das ist jetzt meine Version. Ich habe das noch bei keinem anderen so gesehen. Ich drehe das Ganze nochmal. So. Jetzt ziehe ich das Ganze aber ein bisschen langsamer an. Sonst, wenn ich schnell mache, dann könnte ein Knoten reinkommen. So. Auch von der anderen Seite noch mal ein bisschen ziehen. So. Okay, dann geht ihr in dasselbe Loch rein. Unten rechts kommt da raus. Und jetzt seht ihr, jetzt ist, ich ziehe hier richtig dran und jetzt ist der Faden fest. Wegen der Umdrehung in der Schlaufe. Okay, dann geht ihr hier oben in das Startloch rein. Und voilà, ihr habt euer Kreuzchen. Und angenommen, ihr hättet jetzt nur einen einzigen Stich,
dann geht hier ungefähr 1, 2, 3 oder 4. Nein, macht mal 5. Kästchen nach unten. Allerdings, mal gucken, ob ich das jetzt hier so vor der Kamera schaffe. Das ist jetzt ein Pinstitch, was ich euch zeige. Ist jetzt nicht so wichtig, ob 5 oder 6 rein runter oder 4. Aber ich möchte immer ganz auf der sicheren Seite sein und denke mir, wenn da mehrere Stiche drüber kommen, dann ist der 1 Million sicher, der Faden. Okay. Hier ist das immer ein bisschen tricky. Ach Gott. So. Ihr könnt im selben Loch rauskommen. Ihr könnt hier unten irgendwo rauskommen. Ihr könntet hier irgendwo einstechen und rauskommen. Wie es euch beliebt. Ihr könntet hier, wir machen es mal wie vorhin in der Theorie, wie ich es euch gezeigt habe. Ich steche mal jetzt einfach so. Ja. Hier rein. Ihr habt es gesehen. So, und jetzt könnt ihr das Ganze einfach abschneiden. Ich finde eine Stickschere vom Vorteil, weil diese schneidet viel näher am Stoff ab, finde ich, weil sie klein ist. Normale Scheren sind ja dann von der Höhe auch etwas höher. Und deswegen bin ich der Meinung, dass da auch so noch so ein kleines Zipfelchen oben übrig bleibt. Wäre natürlich auch nicht dramatisch, nicht schlimm, aber eine Stickschere hat, denke ich, auch so ihren Sinn. Meine Meinung. Okay, ihr Lieben, dann sage ich mal bis hierhin und nicht weiter. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen, denn ich finde, wie gesagt, dieser Stich ist Gold wert, wenn man ihn kennt. Ich würde mich über ein wertschätzendes Däumchen nach oben freuen. Lasst euch nicht das Licht klauen. Und falls ihr noch weiter auf meinem Kanal rumstöbern möchtet, ich habe ordentliche Playlists zusammengestellt. Vielleicht ist für den einen oder anderen ja auch was Interessantes dabei. Ja, dann sage ich mal, dann bis dann, ne? Ciao, ciao, bye, bye. Tschüss.